Automuseum besuchen kommen. Sie sammeln also auch etwas. Sie sammeln Maseratis. Ja, aber ich denke, Sie sind auch ein Sammler. Jeder Mensch ist ein Sammler. Die Menschen sind geboren worden, um zu sammeln. Ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch. Matteo Panini, ein Nachfahre der Panini-Brüder, die mit dem Bildchen. Jetzt kommt die Sache mit der Asche. Ja. Die Sache mit der Asche. Die ist eigentlich unglaublich, aber die kennt kaum einer. Bitte sehr. Herzlich willkommen. So, bitte schön. Ja, Platz auf dem roten Sessel. Und wir spielen wieder Musik aus der fraglichen Zeit und blenden die Lösung ein. Die Fachleute beraten sich schon, was die Musik betrifft. Und ich frage Sie, glauben Sie, der gesuchten Person ähnlich zu sehen? Ich meine nicht. Nicht so sehr. Meint leider nicht. Wir haben ein Zitat. Originelle Formulierungen sind noch keine originellen Erkenntnisse. Ja, versuchen wir erstmal eine Zeit einzugrenzen. Die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, da hat Ihr Vorfahre gewirkt in Deutschland. Ja. Unter anderem in Deutschland. Unter anderem in Deutschland. Ach, ja, ja, gut. Wenn das Wort Erkenntnisse fällt, ist Ihr Vorfahre ein Wissenschaftler? Ja. Die Musik war so wild. Das hat was, das erinnert mich an Drogen und sowas. Ja, doch, da sehe ich diese Hippies und die tanzen dann da und so. Als Wissenschaftler ist man ja gar nicht so weit weg. Ich denke an LSD und so weiter und so fort. War er Chemiker? Nein. Das, was wild war in dieser Zeit, war die Generation, die an den Universitäten rumhing. War er in dieser Zeit an den Universitäten, also in den wilden 60er Jahren an den Universitäten im Land aktiv? Ja. Ist er ein Naturwissenschaftler? Nein. Dann war er mit Sicherheit Philosoph. Ja. Ist er denn aus Deutschland weg, um in einem anderen Land zu lehren? Ja, aber nicht deshalb. Er ist vor den Nationalsozialisten in die USA geflohen, kam aber zurück. War er mit den Frankfurter Alt-68ern befreundet, also mit den Joschka Fischers und Cohn-Bendit. Cohn-Bendits? Ja. Marcuse, ja? Herbert Marcuse? Ja, Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, der Soziologe, Philosoph, Politologe, war gesucht. Und bei uns ist sein Enkel, Professor Harold Marcuse. Herzlich willkommen. Von Inka erfahren wir mehr. Ja, er war einer der großen Denker des 20. Jahrhunderts, Mitbegründer der sogenannten kritischen Theorie. Einer, der die Umwälzungen des letzten Jahrhunderts hautnah miterlebt hat. 1918, 1933 und 1945. Immer war Marcuse mitten im Geschehen. Mit seinen Büchern landete er in den 60er Jahren internationale Bestseller und wurde über Nacht weltberühmt. Die Studentenbewegung der 60er Jahre machte ihn zu einem ihrer Idole. Seine Fragen nach den wahren und falschen Bedürfnissen des Menschen, nach der Befreiung aus der Konsumgesellschaft, trafen das Herz einer ganzen Generation. Geboren 1898 in Berlin, arbeitet Marcuse gemeinsam mit Erich Fromm, Theodor Adorno und Max Horkheimer am Institut für Sozialforschung in Frankfurt. Aus dem nationalsozialistischen Deutschland flieht Marcuse in die USA und studiert dort die Situation des Einzelnen in einer zunehmend technokratischen Welt. Der Fortschritt sei ein Januskopf, so Marcuse. Erleichtere das Arbeitsleben, aber führe auch zu fragwürdigen Abhängigkeiten. Eben diese Gefahr beschreibt er in seinem Buch Der eindimensionale Mensch. Es wird weltweit ein Bestseller. Früher als viele andere stellt er sich gegen die angeblich ach so fortschrittliche Produktivität, die unsere Natur gnadenlos ausbeutet, kämpft gegen Konsumwahn und gegen Kriegstreiberei.
Nicht das Bild einer nackten Frau, die ihre Schamhaare entblößt, ist obszön, sondern das eines Generals in vollem Wix, der seinen in einem Aggressionskrieg verdienten Orden zur Schau stellt. Obszön ist nicht das Ritual der Hippies, sondern die Beteuerung eines hohen kirchlichen Würdenträgers, dass der Krieg um des Friedens willen nötig sei. In den 60er und 70er Jahren kommt Marcuse immer wieder nach Deutschland, hält Vorträge, mischt sich in gesellschaftspolitische Debatten ein. Bei einem dieser Besuche im Sommer 1979 stirbt Herbert Marcuse an den Folgen eines Hirnschlags. Am Anfang hörten wir ein paar Takte aus dem Titel Motherless Children von Eric Clapton. Vielen Dank, Inke Schneider. Und jetzt ist Professor Harold Marcuse. Sie sind ein Enkel von Herbert Marcuse. Was für ein Bild haben Sie von ihm? Was war das für ein Mensch? Auch so ein lustiger Mensch, der hat sich selbst nicht so ernst genommen. War schon ein geistiger Kopf, sagen wir mal. Es gab schwere Diskussionen am Esstisch zum Beispiel, aber... Über was zum Beispiel? Ja, ich war sehr jung. Philosophische Dinge, Probleme der Gesellschaft, wie man die lösen könnte. Da ging es zur Sache. Ja. Ja. Er ist ja sehr früh aus Deutschland emigriert. 1934 ist er schon in die USA gegangen. Hat er das alles kommen sehen, was da mit den Nazis kommt? Also er hat bei Heidegger habilitieren wollen. Und Heidegger ist bekanntlich, hat die Nationalsozialisten gleich zu Anfang unterstützt. Und Also Heidegger damals sicher in Freiburg? Der war in Freiburg damals. Und er hat seine jüdischen Schüler gewarnt, dass die Nationalsozialisten, dass es bei denen wirklich ernst würde und dass sie besser ins Ausland ziehen sollten. Und er hat sich diesen Rat zu Herzen genommen und ist dann auch gleich 1933 aus Deutschland weggegangen. Also er sagte, erst zur Frankfurter Schule gab es damals, glaube ich, eine Zweigstelle in Freiburg. In dem Monat, wo Hitler nach Berlin gekommen ist, ist er von Berlin nach Freiburg gegangen und dann gleich weiter mit dem Frankfurter Institut nach Genf. Also der ist wohl im Februar 1933 schon aus Deutschland weggegangen. Ja. Im Krieg hat er dann für den amerikanischen Geheimdienst gearbeitet. Ja, also das Was war sein Motiv, da mitzumachen? Ja, der wollte halt eine Gesellschaftsanalyse des Faschismus liefern und hat an den Plänen, wie man die deutsche Gesellschaft gegen Hitler mobilisieren könnte, gearbeitet und auch daran, was für eine Gesellschaftsform nach dem Sieg der Alliierten in Deutschland eingerichtet werden sollte. Würden Sie sagen, er hat nach dem Krieg wieder seinen Frieden geschlossen mit den Deutschen? Oh, lange nicht. Er ist selbst nicht wieder nach Deutschland gekommen, also lange Zeit nicht. Der hat allerdings 1947 eine Reise gemacht und sich mit dem Heidegger getroffen. Der hat ihm so ein Geschenkpaket mit Bohnenkaffee und so mitgebracht. Aber der hat den also Heidegger... Marcuse dem Heidegger. Ja, der hat den Heidegger dann gefragt, ob er sich entschuldigen wolle dafür, dass er sich zu den Nazis bekannt hat. Und der Heidegger hat gesagt, nein, das mache er nicht. Und der Herbert hat gesagt daraufhin, ich werde sie nie wiedersehen und hat ihn auch nie wieder gesprochen. Kann man sagen, was so oft gesagt wird, ist der Vater der Revolte, der Studentenbewegung? Also er hat das immer abgelehnt von sich aus. Er hat gesagt, die Studentenbewegung brauche keinen Vater. Also seine Schriften haben eine gewisse Legitimierungsfunktion erfüllt. Und also in gewissem Sinne kann man schon sagen, dass er ein geistiger Vater war. Also seine Schriften wurden gelesen und diskutiert. Und er trat auch an den Universitäten auf. Also er war sehr umgänglich mit Studenten im Gegensatz zu Horkheimer und Adorno, die eher unter ihren Talaren auf Distanz blieben. Der Herbert war per Du mit Studenten, also wie es in den Staaten üblich ist. Mhm. Hat er auch Ihren persönlichen Berufsweg mit beeinflusst? Irgendwo schon, glaube ich, letzten Endes. Also ich habe Physik studiert und wollte Ingenieur werden und auch im Bereich der Kernenergie. Und als es mir klar wurde, dass
Leute, die in dieser Branche arbeiten, auch Massenvernichtungswaffen herstellen und Kraftwerke herstellen, die wirklich sehr tödlich wirken konnten, habe ich gedacht, nein, da will ich aussteigen. Ich habe mich zu einem Auslandsjahr entschlossen und ich habe damals an meinem College Deutsch gelernt und wollte nach Deutschland gehen. Und eine Aufgabe war, wir sollten einen Brief an irgendjemanden schreiben, also im Deutschkurs. Und ich habe einen Brief an meinen Großvater geschrieben und ihn gefragt, wo ich in Deutschland studieren sollte, ob Freiburg zum Beispiel ein guter Ort sei. Und dort habe ich auch mich entschieden, Geisteswissenschaften zu studieren. Dann wollte ich promovieren über die Rezeptionsgeschichte des Nationalsozialismus. Also ich habe über die Nachkriegsgeschichte von Dachau ein Buch veröffentlicht und habe das in den Staaten gemacht. Und meine erste Stelle war an der University of California in Santa Barbara und da bin ich noch. Herbert Marcuse starb relativ unerwartet bei einem Besuch von Habermas am Starnberger See. Und da begann dann eine Odyssee seiner sterblichen Überreste. Ja. Das müssen Sie erzählen, weil das ist so kurios. Ja, also damals, er war mit einer ehemaligen Studentin von ihm verheiratet. Das war seine dritte Frau. Und es ging darum, wie wir ihn wieder, also sein Leichnam wieder in die Staaten schaffen sollten. Und das war am praktischsten, ihn hier einzuäschern. Aber die Erika Sharover meinte, es gibt schon genug jüdische Asche in Deutschland. Er soll nicht in Deutschland eingeäschert werden. Und er wurde dann nach Österreich gebracht, was wenig Sinn macht. Und dann hat mein Vater ein Bestattungsunternehmen in den Staaten ausfindig gemacht, wo die Asche hingeschickt wurde. Diese Frau von Herbert ist dann einige Jahre drauf selbst gestorben an Brustkrebs und hat noch nicht befunden, was sie mit der Asche, also wo sie begraben werden sollten. Und die lagen dann bei diesen Bestattungsunternehmen. Wurde die Asche einfach vergessen? Eigentlich ja. Mhm. Und wie kam sie wieder sozusagen ins Bewusstsein? Ja, ich hatte eine Internetseite über Herbert gemacht mit einem kurzen Lebenslauf und irgendwann kam eine Anfrage aus Belgien von einem Philosophieprofessor. Seine Studenten wollten wissen, wo das Grab von Herbert Marcuse sei. Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht, aber ich meine, die Asche liege bei einem Bestattungsunternehmen in der Stadt New Haven im Bundesstaat Connecticut. Und ich würde mich erkundigen. Und dann hat Herbert Marcuse doch noch ein Grab bekommen? Ja. In Berlin? In Berlin, ja. Also man kann jetzt das Grab von Herbert Marcuse besichtigen nach dieser Odyssee seiner Asche. Was würden Sie sagen, was ist in Ihren Augen seine zentrale, wichtigste Theorie? Also ihm wird oft vorgeworfen, dass er Utopist sei, aber seine wichtigste Aussage ist, dass es eine bessere Gesellschaft gibt als die jetzige und dass man sie auch erschaffen kann. Also dass beim Einsatz von unseren kritischen Fähigkeiten und der Dialektik könnte man schon auf diese neue Gesellschaftsform hinwirken. Vielen Dank, Harold Marcuse. Ein Enkel von Herbert Marcuse, dem großen Philosophen, Soziologen, Politologen. Vielen Dank. Ja, Herbert Marcuse sprach ja, wir haben es gehört, kritisch über die Zwänge der kapitalistischen Gesellschaft. Aber zum Thema Leistung hatte er offensichtlich trotzdem ein positives Verhältnis. So sagte er, wer nicht mehr will, als er kann, bleibt unter seinem Können. Bis zum nächsten Mal bei Ich trage einen großen Arm. Wiedersehen.